Wir haben unserem Sohn alles gegeben, was er wollte, aber wir haben ihm nicht unsere Zeit gegeben. Eines Nachts verschwand er. Ich weiß immer noch nicht, wann wir ihn verloren haben. Mein Name ist Lee. Ich bin 39 Jahre alt und ich bin eine Mutter. Ich sitze jetzt in unserem Haus und alles fühlt sich sehr ruhig an. Zu ruhig. Die Räume sind sauber, aber sie wirken leer. Der Tisch ist gedeckt, aber niemand ist hungrig. Ich denke immer noch daran, wie beschäftigt wir früher waren. Jeder Tag war voller Anrufe, Nachrichten und Projekte. Ich sagte mir immer, das sei normal. Ich sagte mir immer, wir tun unser Bestes. Aber tief in mir war etwas nicht in Ordnung. Diese Nacht hat alles verändert. Es gab kein Schreien, keinen Streit, nur Stille. Eine Tür, die sich nicht öffnete und ein Telefon, das nicht klingelte. Ich dachte, ich hätte Zeit. Ich dachte, der richtige Moment würde kommen. Jetzt weiß ich, dass ich falsch lag. Als unser Kind geboren wurde, fühlte sich das Leben einfach an. Ich erinnere mich, wie ich ihn in meinen Armen hielt und ein stilles Versprechen gab. Ich sagte mir, ich werde dir ein besseres Leben geben. Mein Mann sagte dasselbe. Wir glaubten daran. Wir dachten, Liebe bedeutet, hart zu arbeiten und niemals aufzugeben. Am Anfang waren wir müde, aber glücklich. Wir aßen zusammen und sprachen über einfache Dinge. Er lachte viel und stellte viele Fragen. Ich fühlte mich ihm nah. Ich fühlte mich ganz präsent. Nach und nach änderten sich die Dinge. Die Arbeit wurde lauter als unsere Stimmen. Mein Telefon war immer in meiner Hand. Mein Mann kam immer später nach Hause. Die Abendessen wurden kurz. Manchmal fanden sie gar nicht statt. Ich erinnere mich an viele stille Abende. Das Essen wurde kalt auf dem Tisch. Unser Sohn aß allein, sein Gesicht vom Bildschirm erleuchtet. Ich sagte mir, es ist nur eine Phase. Ich sagte mir, das ist normal. Eines Abends sah ich von meinem Telefon auf. Mein Mann schaute immer noch auf seines. Wir sahen uns nicht an. Wir sahen auch unseren Sohn nicht an. Wir saßen zusammen, aber weit voneinander entfernt. Ich dachte, wir machen das Richtige. Ich dachte, Geld würde ihn schützen. Ich dachte, Zeit könnte warten. Aber selbst dann fühlte ich, dass etwas nicht stimmte. Wir waren da, aber wir waren nicht wirklich da. Er begann spät nach Hause zu kommen, am Anfang 1- oder zweimal pro Woche. Ich schaute auf die Uhr und sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Ich dachte, er wird erwachsen. Ich dachte, das sei normal. Dann hörte er auf, mit uns zu essen. Ich kochte und wartete. Das Essen wurde kalt. Manchmal kam er nach Hause, nachdem wir fertig gegessen hatten. Manchmal kam er überhaupt nicht nach Hause. Wenn ich ihn fragte, sagte er habe keinen Hunger. Mein Mann und ich wechselten ein paar Worte. Es gab kein echtes Gespräch, nur Warnungen. Mein Mann sagte, komm nicht zu spät nach Hause. Ich fügte hinzu, pass auf dich auf. Er nickte, aber seine Augen waren fern. Eines Abends kauften wir ihm ein neues Telefon. Wir dachten, es würde ihn glücklich machen. Als er die Schachtel öffnete, lächelte er. Dieses Lächeln machte mich glücklich. Ich dachte, das reicht. Am nächsten Tag kam er zu mir mit dem Telefon in der Hand. Er wollte mir etwas zeigen. Er sah aufgeregt aus, aber plötzlich klingelte mein Telefon mit einem Arbeitsanruf. Ich winkte mit der Hand und sagte, später, ich bin beschäftigt. Er stand einen Moment da,
Dann nickte er und ging weg. Ich blieb am Telefon. Später kam nie. Das Lächeln, das ich am Tag zuvor gesehen hatte, verschwand. Danach blieb er mehr in seinem Zimmer. Oft schloss er die Tür. Ich hörte seine Spiele bis spät in die Nacht. Wenn ich klopfte, antwortete er von innen: »Ich bin beschäftigt.« Manchmal öffnete ich die Tür trotzdem. Er schaute auf den Bildschirm, nicht auf mich. Ich sagte: »Das Abendessen ist fertig.« Er antwortete: »Lass mich in Ruhe.« Ich schloss die Tür. Ich blieb im Flur stehen. Ich wollte noch etwas sagen. Ich wollte mich neben ihn setzen. Aber ich tat es nicht. Ich sagte mir, ich würde später mit ihm sprechen. Die Morgen wurden still. Wir saßen am Tisch, ohne zu sprechen. Die Uhr tickte an der Wand. Er ging früh und wir gingen kurz danach. Es gab keine großen Streitereien, kein Schreien, nur kleine Lücken, die von Tag zu Tag größer wurden. Ich spürte es, aber ich tat nichts. Ich blieb still. Ich dachte, die Zeit würde alles heilen. Ich dachte, wir hätten Zeit. Aber das hatten wir nicht. Dieser Abend fühlte sich normal an. Wir aßen schweigend. Der Fernseher war aus. Die Luft fühlte sich schwer an, plötzlich sah er uns an. Seine Stimme war ruhig, aber seine Worte waren scharf. »Ihr kennt mich nicht.« Meine Hand erstarrte. Ich hielt meine Gabel, aber ich konnte sie nicht bewegen. Ich wollte sprechen, aber die Worte verließen mich. Mein Mann schlug seine Gabel auf den Tisch. Das Geräusch durchbrach die Stille. »Was hast du gerade gesagt?« fragte er. »Nach allem, was wir für dich getan haben.« Unser Sohn senkte den Kopf. Seine Schultern sanken. Er sagte nichts. Er drehte sich weg. Der Zorn verschwand aus dem Gesicht meines Mannes so schnell, wie er gekommen war. Er lehnte sich zurück in seinem Stuhl und sagte nichts mehr. Niemand sprach. Ich fühlte, wie der Raum kalt wurde. Ich stand still, mein Herz schlug schnell. Ich fühlte eine seltsame Erleichterung, dass endlich jemand gesprochen hatte. Aber tief in mir wusste ich, dass es falsch war. In dieser Nacht haben wir nicht nur versäumt zuzuhören. Wir haben ihm etwas Gefährliches beigebracht. Wir haben ihm beigebracht, dass es nicht ohne Risiko ist, die Wahrheit zu sagen. In dieser Nacht kam er nicht nach Hause. In dieser Nacht kam Leo nicht nach Hause. Zuerst geriet ich nicht in Panik. Ich sah auf die Uhr und sagte mir, ich solle warten. Ich dachte, er sei wieder spät. Ich dachte, er würde bald durch die Tür kommen. Ich sah auf mein Telefon. Es gab keine Nachrichten. Ich sah nach ein paar Minuten noch einmal nach. Nichts. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hätte bleiben sollen, flüsterte ich. Ich setzte mich auf das Sofa und starrte auf die Tür. Ich hätte ihn fragen sollen, dachte ich. Meine Hände waren kalt, obwohl der Raum warm war. Ich hörte zu, in der Hoffnung, Schritte zu hören, aber nichts kam. 1 Stunde verging, dann noch eine. Ich stand auf und überprüfte das Schloss, nur um sicher zu gehen, dass es geschlossen war. Ich schaltete das Licht aus, dann setzte ich mich wieder nahe an die Tür. Ich stand auf und ging zum Fenster. Die Straße war still, zu still. Mein Herz schlug mit jeder Minute schneller. Ich nahm mein Telefon und rief Leo an. Es klingelte einmal, dann brach es ab. Ich rief noch einmal an. Der Bildschirm wurde in meiner Hand dunkel. Meine Finger begannen zu zittern. Ich setzte mich langsam, als hätten meine Beine vergessen, wie man sich bewegt. Ich weinte nicht. Ich konnte mich nicht bewegen.
Ich stand einfach da und wartete. »Wo ist mein Sohn?« sagte ich laut. Die Worte klangen seltsam in dem leeren Raum. Ich wiederholte sie leiser, aber niemand antwortete. Ich sah meinen Mann an. John stand an der Tür. Sein Gesicht war blass. Und zum ersten Mal seit Jahren schaute er nicht auf sein Telefon. Er starrte nur in den leeren Raum, wo Leo hätte sein sollen. Wir sprachen nicht, wir berührten uns nicht. Das Haus wirkte still. Selbst die Uhr schien leiser als zuvor. Die Stille drückte schwer auf meine Brust. Ich atmete tief ein. Meine Schultern fühlten sich schwer an, mein Mund war trocken und ich fühlte mich klein. Es fühlte sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben und ich darin gefangen. In dieser Nacht brach alles zusammen. Nach dieser Nacht fühlte sich das Haus nicht mehr wie ein Zuhause an. Ich stand im Wohnzimmer und wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Mein Körper fühlte sich erstarrt an, als wären meine Füße am Boden festgeklebt. Ich starrte lange an die Wand, aber ich sah nichts. Meine Gedanken drifteten langsam, ohne Form oder Bedeutung. Ich hörte Johns Stimme aus der Ferne, aber ich verstand seine Worte nicht. Ich setzte mich hin und faltete meine Hände, um mich zu beruhigen. Ich fühlte mich nicht mehr wie ich selbst. Mein Atem war flach, meine Brust eng. Ich flüsterte Leos Namen einmal, sehr leise, als könnte er mich irgendwo hören. Der Raum antwortete mit Stille. Diese Stille war lauter als jedes Geräusch. Nach einer Weile verließ mich meine Kraft. Ich beugte mich nach vorn und legte meine Arme auf meine Knie. Mein Kopf sank, meine Schultern fielen nach innen. Ich weinte nicht. Ich schrie nicht. Ich lag einfach da, leer und still, und fühlte, wie das Gewicht dessen, was wir verloren hatten, sich in mir niederließ. Am nächsten Morgen betrat ich Leos Zimmer zum ersten Mal. Die Tür war offen, aber das Zimmer wirkte geschlossen und leer. Sein Bett war noch unordentlich, genau so, wie er es hinterlassen hatte. Ich stand einen Moment da und hörte zu, in der Hoffnung, etwas zu hören. Nichts bewegte sich, niemand antwortete. Ich begann, das Zimmer langsam aufzuräumen. Ich faltete seine Kleidung Stück für Stück und legte sie auf das Bett. Als ich sein Hemd aufhob, blieb ich stehen. Es trug noch seinen Geruch, den Duft von sauberer Seife und etwas, das ganz Leo war. Ich drückte das Hemd an meine Brust und schloss die Augen. Ich flüsterte in den stillen Raum: »Es tut mir leid.« Meine Stimme war leise und schwach. Ich wartete auf ein Zeichen, ein Geräusch, irgendetwas. Aber die Stille blieb. Die Stille war die einzige Antwort. Wochen vergingen nach dieser Nacht, aber der Frieden kehrte nicht zurück. John und ich blieben mehr zu Hause. Wir kamen früher von der Arbeit zurück. Unsere Telefone lagen auf dem Tisch unberührt. Wir sprachen wenig, und wenn wir es taten, waren unsere Worte langsam und vorsichtig. Ich dachte oft, das ist es, was wir früher hätten tun sollen. Wir begannen wieder, zusammen zu Abend zu essen. Das Essen war warm. Jetzt war das Haus auf eine andere Weise still. Ich sah John an, der mir gegenüber am Tisch saß, und er sah mich an. Manchmal nickten wir, manchmal blieben wir still. Selbst wenn wir sprachen, fehlte etwas. Jede Nacht starrte ich auf den leeren Stuhl. Manchmal stellte ich gedankenlos einen Teller hin und nahm ihn dann langsam wieder weg. Der Tisch war sauber und ruhig,
aber er war nicht vollständig. Ein stiller Tisch und ein leerer Stuhl. Liebe wird mit Zeit geschrieben, nicht mit Geld. Ich sage das, weil ich es jetzt anders verstehe. Liebe sind nicht Geschenke oder lange Arbeitsstunden. Liebe ist, da zu sein, selbst mitten im hektischen Leben. Liebe ist, zuzuhören, wenn jemand versucht zu sprechen. Liebe ist, am selben Tisch zu sitzen und den Blick vom Bildschirm zu heben. Liebe ist, sich immer wieder in den kleinen Momenten füreinander zu entscheiden. Zeit wartet nicht. Worte kehren nicht zurück, wenn sie einmal verloren sind. Wofür wir unsere Zeit geben, zeigt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn du heute ein Elternteil bist, fühlst du vielleicht, dass das Leben schnell und voller Ereignisse ist. Du arbeitest hart. Du versuchst, alles bereitzustellen. Du willst das Beste für deine Familie. Diese Geschichte ist eine sanfte Erinnerung daran, dass Anwesenheit wichtiger ist als Geschenke. Da zu sein, selbst für kurze Zeit, kann wertvoller sein als alles, was man mit Geld kaufen kann. Zuzuhören, ohne auf dein Telefon zu schauen, kann verändern, wie sich ein Kind fühlt, tief im Inneren. Vielleicht hast du viel für deine Familie getan. Vielleicht hast du lange gearbeitet und dir gesagt, dass es für sie ist, und das ist verständlich. Aber Zeit ist anders. Zeit kann man nicht für später aufbewahren. Gemeinsam eine Mahlzeit ohne Bildschirme stärkt die Bindung, und ehrliche tägliche Gespräche geben einem Menschen das Gefühl, wertvoll zu sein. Kleine, wiederholte Momente verwandeln die Liebe oft langsam. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, nimm dir einen ruhigen Moment und denke an ein kleines Versprechen, das du deiner Familie diese Woche geben kannst. Es muss nicht groß oder perfekt sein. Wenn du die Bedeutung von Zeit spürst, kannst du Zeit in die Kommentare schreiben. Wenn dich diese Botschaft berührt hat, kannst du sie teilen, damit sie mehr Menschen erreicht. Und wenn dich diese Geschichte bewegt hat, wünsche ich dir und deiner Familie mehr Präsenz, mehr Zuhören und mehr gemeinsame Momente.